Heute mal ein paar Gedanken zum Thema Zeitmanagement. Ich zeige euch meinen Weg, wie ich meine Side-Projekte vorantreibe. Ich verwende dazu Microsoft To Do und mein Service TodoVoodo, das noch in Entwicklung ist, aber schon getestet werden kann. Viel Spaß damit! Hellenbergers Let's Code, herzlich willkommen. Zeitmanagement, das beschäftigt mich schon länger. Warum? Weil ich das Problem habe, dass ich meine Side-Projekts nicht fertigstelle. Ich beginne immer ganz motiviert und entwickle gleich und schreibe Pläne und alles Mögliche und irgendwann schläft das Projekt ein. Am Ende vom Tag komme ich oft drauf, ich habe gar nichts gemacht für dieses Side-Projekt, sondern ganz etwas anderes. Wie ich jetzt eine Lösung gefunden habe für mich und was mich dabei unterstützt, das will ich hier vorstellen. Eigentlich ist es ein psychologisches Problem, denke ich, das man hier lösen muss. Denn wenn man nur eine Kleinigkeit macht, jeden Tag für dieses Projekt und das Ziel nicht aus den Augen verliert, also immer in die richtige Richtung entwickelt, dann kommt man automatisch zu diesem Ziel und kommt irgendwann in an diese Station, dass es vorzeigbar ist, dass es verwendet werden kann, auch von anderen, nicht mehr nur von mir selbst. Man muss seinen eigenen Prozess finden und die Tools sind nicht so wichtig, obwohl ich hier dann meine Tools und meinen Ablauf vorstellen will, aber man muss es für sich anpassen. Jeder ist ein bisschen anders. Mir ist hier wichtig bei den Side-Projekts, dass ich die Freiheit habe, auch mal einen Tag etwas ganz anderes zu machen. Und mir hilft dabei aber diese Liste, dass ich weiß, das und das muss ich noch machen, um weiterzukommen, sodass ich dann am nächsten Tag zumindest wieder sehe, ja, jetzt probiere ich das aus und gehe in die richtige Richtung und mache den Schritt und irgendwann hoffe ich, fertig zu werden. Was hilft mir dabei? Microsoft To Do habe ich schon erwähnt und mein eigenes Tool TodoVoodo. Man muss aber seinen eigenen Prozess finden. Die Tools sind nicht so wichtig. Es ist der Prozess, den man sich auferlegt, der allerdings seine eigene Freiheit nicht einschränken soll, aber mir hilft sogar dieser Prozess, dass ich mir denke, ich muss mir nicht so viel Gedanken machen, was mache ich heute, damit ich zum Ziel komme, sondern mache einfach irgendwas aus der Liste und dadurch geht es schon automatisch in die richtige Richtung. Das ist wahrscheinlich der Trick dabei, dass man einfach sich bemüht, eine Kleinigkeit zu verwenden, eine kleine Aufgabe zu machen, die macht man, erledigt man und schon ist man wieder in die richtige Richtung. Und das Ziel vielleicht nicht, aber den Plan passt man jede Woche mal an, um zu sehen, ist man schon ein wenig abgedriftet vom Ziel oder passt noch alles. Dann kann man es anpassen, kann man wieder Tasks umbenennen. Es ist alles nur für mich. Das ist auch wichtig zu verstehen. Diese ganze Planung ist nur für mich. In einem Blogpost habe ich detailliert erklärt, wie ich meinen Prozess gefunden habe, welche Personen mir dabei geholfen haben. Hier will ich nur den Prozess vorstellen. Zunächst wichtig, Plan erstellen. Ich erstelle den Plan, indem ich Milestones definiere und diese Milestones dann in Tasks unterteile. Ich verwende dazu OneNote, der Plan, wie auch jede Dokumentation, Architektur, Sammlung von Wissen, Links und so weiter, die kommen alle bei mir ins OneNote. Die Tasks kommen aber in die To-Do-App, Microsoft To Do. Die ändern sich natürlich ständig, aber es ist trotzdem mal wichtig zu starten und das Ziel vor Augen zu haben. Milestones ermöglichen mir, schnell eine Version zu haben, die ich vorzeigen kann. Und das Vorzeigen motiviert gleichzeitig wieder, weil man Feedback bekommt, ob das andere interessant finden oder ob sie grundsätzlich einen Fehler finden oder so. Es reicht auch, wenn man das Freunden zeigt oder der Familie zeigt. Es muss nicht fertig sein. Man sieht nur, so waren die Gedanken, so hat man das, so könnte man das benutzen. Ist das eine Möglichkeit, die interessant ist. Auch dieses Video dient eigentlich dazu, Feedback zu bekommen. Also bitte in den Kommentaren drunter schreiben, wie das Programm ankommt und ist für mich wichtig, einfach motiviert weiterzumachen. Gehen wir die Schritte mal kurz durch. Ich sammle alle Tasks in dieser einen App. Ich benenne die Tasks in einfachen Worten
Ich verwende die Liste Mein Tag mitsamt den Vorschlägen, um mir Tasks für einen Tag auszusuchen. Ich verwende Listen für meine Projekte und versuche nur ein Projekt davon voranzutreiben. Ich markiere meine Tasks mit Tags und ich aktualisiere wöchentlich die gesamte Taskliste. Besprechen wir ein paar Schritte noch detaillierter. Zum Beispiel kategorisieren. Ich tagge immer mit den gleichen Tags, zum Beispiel Duration Long, Duration Short, Energy High und so weiter. Warum mache ich das? Damit ich mir Tasks suchen kann, die zur aktuellen Situation passen. Ich habe nur mehr kurz Zeit, was könnte ich jetzt machen? Suche ich einen Duration Short. Oder ich habe nicht so recht Lust, dann fange ich mit einem Energy Low Task an. Ich glaube, man versteht den Hintergrund. Dann die einfache Taskbeschreibung. Was heißt das? In einfachen Worten, damit man schnell überblicken kann, um was es bei diesem Task geht. Das ist gar nicht so leicht. Aber was hilft dabei? Man verwendet immer die gleichen Wörter. Also nicht anmelden, Login, einloggen, sondern immer einfach Login. Oder, was ich auch ganz oft mache, ich verwende immer den gleichen Stil, die gleiche Syntax. Ich verwende das Zeitwort vorne. Es wirkt irgendwie mehr so, wie wenn man es Englisch aufschreibt, obwohl ich es Deutsch schreibe. Ich schreibe zum Beispiel implementiere, Login, Dialog. Das klingt gar nicht so schlecht. Aber oft kommt der Satz, wenn man ihn dann liest, einem nicht wirklich Deutsch vor, macht aber nichts, ist nur für mich und hilft mir, die ganzen Tasks zu kategorisieren. Ich will nicht einen schreibe Blog-Eintrag und danach einen implementiere Login-Button, sondern ich mache jetzt mehrere implementiere Tasks und dann erst das Schreiben von einem Blog-Eintrag. Und ich verwende auch da immer wieder die gleichen Worte. Ich sage immer zu Beginn schreibe oder implementiere, vorbereite und so weiter, plane. Gut. Dann das wöchentliche Review-Meeting. Das klingt jetzt groß, ist aber natürlich ein Meeting mit mir selbst. Also was mache ich dabei? Ich gehe einfach die ganze To-Do-Liste durch. Da gibt es eine Liste, die heißen alle Tasks oder alle Aufgaben und die gehe ich nach der Reihe durch und vor allem das aktuelle Projekt, da lese ich mir alle durch, welche sind schon erledigt. Oft klicke ich die Tasks nicht an, die inzwischen erledigt sind. Das hake ich hier ab. Dann versuche ich auch die Benennung nochmal anzupassen. Oft habe ich einen Teil von dem Task gemacht oder ich muss ihn aufsplitten, weil ich inzwischen mehr weiß. Und das mache ich dann immer am Samstag. Da gehe ich das durch, verschiebe etwas, erledige als markiert oder lösche auch Sachen, wenn sie nicht mehr interessant sind. Dabei mache ich mir auch Gedanken, was habe ich schon alles geschafft und was ist das nächste, was ich machen will. Dadurch erreiche ich wieder, dass ich das ganze Projekt dem Ziel ausrichte und nicht abdrifte in etwas ganz was anderes, was mir leider oft passiert. Aber mit dieser Methodik habe ich es ziemlich gut im Griff, finde ich. Dann markiere ich die Tasks noch mit In Progress oder Next. Also Next sind die Tasks, die ich fertig definiert habe, wo ich weiß, was ich machen muss. Und In Progress sind eben die Tasks, die ich gerade beginne. Ich notiere mir dabei auch neue Tasks. Es passiert immer wieder, dass einem hier neue Sachen einfallen. Das ist auch nicht schlimm. Und man denkt dabei wieder an das Ziel nach. Und oft ist das Wissen einfach gewachsen und man weiß inzwischen mehr und kann gewisse Tasks ganz anders definieren und umändern oder als erledigt markieren. Ganz wichtig zu verstehen ist, der Plan ist nur für mich, nur um mir zu helfen. Es geht nur darum, einen Plan zu haben, der mir die Freiheit gibt, an meinem Projekt weiterzuarbeiten. Ohne dass ich groß aufpassen muss, dass ich mich verzettle, dass ich in die falsche Richtung laufe, dass ich das definierte Ziel aus den Augen verliere. Aber gleichzeitig habe ich jeden Tag die Wahl, etwas komplett anderes zu machen. Wenn mich das heute mehr interessiert, dann mache ich etwas anderes. Aber spätestens am nächsten Tag, meistens auch am gleichen Tag, komme ich wieder zurück und sehe eine Taskliste und denke mir, das gehe ich jetzt an, das mache ich und es geht wieder weiter zum Projektende irgendwann. Das ganze Zeitmanagement ist nur für mich. Es hilft mir, dass ich
eines Tages ein Side-Projekt so weit fertig habe, dass ich es präsentieren kann, so wie jetzt das Projekt Todovoodoo, das mir übrigens beim Taggen von Tasks hilft. Die Todovoodoo Web-Applikation macht nur Sinn, sie zu verwenden, wenn man Microsoft To Do verwendet. Und damit man sich aber vorstellen kann, was das Programm ist, habe ich dazu ein paar Videos gemacht, die ich auch als Hilfevideos für die App verwende. Und die sind schon auf YouTube, kann man sich anschauen. Und ich hoffe, dass ich da dann Feedback zu den einzelnen Videos bekomme und so dann weiterarbeiten kann, damit ich auch etwas produziere, das andere verwenden können. Das Video hatte heute nichts mit Programmieren oder Tools zu tun, aber ich glaube, ich vermute, dass es auch andere gibt, die dieses Problem haben, dass sie gerne ein Side-Projekt vorantreiben würden, ohne dass sie immer wieder aufhören. Und hoffe, dass euch das gefallen hat. Bitte lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da und vor allem kommentiert meine Todovoodoo-Videos, damit ich Feedback dazu bekomme. Vielen Dank.